Dazu brauchen wir den Loom. Am besten wieder 2 Haken. Wenn ihr nur einen Haken habt, nehmt ihr anstelle des zweiten Hakens einen Stift. Wir brauchen 86 orange Gummibänder, 6 grüne Gummibänder, 2 C-Clips und damit der Kürbis etwas ausgefüllt ist, verwende ich Watte. Da wir für den Kürbis die mittlere Reihe nicht brauchen, können wir diese herausgeben. Ihr könnt die Reihe natürlich auch drinnen lassen, aber ich gebe sie heraus. Für den Kürbis brauchen wir auf jeder Reihe 6 Stifte. Könnt ihr euch selber aussuchen, welche 6 Stifte ihr verwenden möchtet. Und dann spannen wir das erste Gummiband so über 2 Stifte, damit es einen Achter ergibt. Das machen wir jetzt über 6 Stifte. 4, 5 und 6. Dann spannen wir ein Gummiband von der oberen zur unteren Reihe, auch so, damit es ein Kreuz ergibt. Und dann 6 Mal zurück auf der unteren Reihe. Und zum Schluss verbinden wir wieder die obere und die untere Reihe mit einem überkreuzten Gummiband. Dann geben wir alle Gummibänder hinunter. Und jetzt werden einzelne Gummibänder einfach über die Stifte gespannt und auch einmal rundherum. Gut, jetzt seht ihr auf jedem Stift 4 Gummibänder und jetzt werden mit dem Haken von jedem Stift die 2 unteren Gummibänder über den Stift in die Mitte geholt. Und das macht ihr jetzt bei jedem Stift. 2 unteren Gummibänder werden über den Stift in die Mitte geholt. Auch auf der anderen Seite werden die 2 unteren Gummibänder über den Stift in die Mitte gegeben. Gut, dann geben wir die Gummibänder auf jeden Stift hinunter. Jetzt bespannen wir wieder eine Runde mit einzelnen Gummibändern von Stift zu Stift. Jetzt werden wieder die 2 unteren Gummibänder über den Stift in die Mitte gebracht. Und unsere dritte Reihe ist fertig. Dann nehmen wir wieder alle Gummibänder hinunter. Und das macht ihr jetzt noch 4 Mal. Ihr bespannt immer eine ganze Reihe mit einzelnen Gummibändern.
und gebt dann die unteren 2 Gummibänder mit dem Haken über den Stift in die Mitte. Ich gehe wieder alle Gummibänder hinunter. Das Ganze macht ihr jetzt noch 3-mal und wir sehen uns dann wieder, wenn ihr das gemacht habt. Wenn ihr dann die 3 Reihen fertig gemacht habt, sollte euer Kürbis so aussehen. Jetzt nehmt ihr euren Haken und holt die Gummibänder von diesen Stiften auf euren Haken. Gut, dann haltet ihr den Haken am besten hier. Nehmt ihr euren zweiten Haken oder euren Stift und fangt wieder auf der rechten Seite an und holt die Gummibänder von dieser Seite auf euren Haken. Gut, das sollte dann so aussehen. Jetzt nehmt ihr ein einzelnes oranges Gummiband und gebt es auf euren vorderen Haken. Dann zieht ihr das Gummiband auseinander und hebt die ganzen Ringe über den Haken. Oder ihr fahrt mit dem Haken durch alle Gummibänder hindurch. Dann gebt ihr das Gummiband auf den zweiten Haken. Und hier ist es besser, wenn ihr alle Ringe über den Haken hebt. Oder ihr fahrt wieder durch alle Gummibänder hindurch. Dann gebt ihr das Gummiband vom ersten Haken auch auf den zweiten Haken hinauf. Dann fahrt ihr mit dem hinteren Gummiband über den Haken, sodass jetzt nur mehr ein Gummiband auf euren Haken ist. Und dieses Gummiband spannt ihr in einen C-Clip ein. Dann könnt ihr das Gummiband vom Haken heruntergeben und den C-Clip versteckt ihr einfach im Inneren des Kürbis. Wenn ihr den Kürbis noch einmal umdreht, dann seht ihr hier die Gummibänder, die hier so ein bisschen abstehen. Das sind immer 2 auf einmal. Und das sollten 12 insgesamt sein. Da gebt ihr wieder 6 auf einen Haken. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann fangt ihr wieder auf dieser Seite an und nehmt die anderen 6 auf einen Haken. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Schiebt ihr die gut zurück. Nehmt ihr wieder ein einzelnes Gummiband, gebt es wieder auf den vorderen Haken, dann schiebt ihr wieder alle Ringe durch dieses eine Gummiband. Gut, dann gebt ihr dieses Gummiband auf den hinteren Haken und jetzt schiebt ihr alle Ringe über den Haken. Und jetzt könnt ihr den Kürbis noch mit Watte ausstopfen, wenn ihr das möchtet.
könnt ihr in das Loch hier weiter hineinstopfen. Gut, und dann gebt ihr das einzelne Gummiband vom ersten Haken auch auf den hinteren Haken. Und jetzt gebt ihr das hintere Gummiband über den Haken, zieht ihr an. Dann spannt ihr auch dieses Gummiband in einen C-Clip ein. Könnt das Gummiband vom Haken heruntergeben und den Haken versteckt ihr auch im Inneren des Kürbisses. Dann könnt ihr den Kürbis noch so drücken, wie ihr den wollt. Und jetzt kommt noch der Stängel. Und da sucht ihr euch beim Kürbis das gespannte Gummiband, wo wir gerade alle Gummibänder hinaufgegeben haben. Fahrt einmal hier hindurch und einmal hier. Dann nehmt ihr ein grünes oder ein braunes Gummiband, fangt einen Achter und gebt es noch einmal um den Finger, damit das Gummiband doppelt ist. Gebt ihr es auf den Haken und fahrt mit dem Haken durch diese Gummibänder hindurch. Gebt die zweite Seite auch auf den Haken. Nehmt ihr noch ein Gummiband, gebt das doppelt auf den Finger. Gebt es auf den Haken und fahrt durch die Gummibänder hindurch. Gebt die zweite Seite wieder auf den Haken. Das machen wir noch zweimal. Gebt es wieder auf den Haken. Fahrt hier hindurch. Andere Seite gebt ihr wieder auf den Haken. Und noch einmal doppelt auf den Haken spannen, durch beide Gummibänder hindurchfahren. Zweite Seite wieder auf den Haken geben. Das letzte Gummiband nehmt ihr einfach auf den Haken, fahrt durch die Gummibänder hindurch, gebt die zweite Seite auch auf den Haken, dann gebt ihr das hintere Gummiband über den Haken, zieht hier an und dann sucht ihr euch hier Gummibänder, wo ihr die Schlaufe verstecken könnt. Dann nehmt ihr noch ein Gummiband, gebt dieses einmal um den Stängel, ein zweites Mal und ein drittes Mal, damit das Gummiband gut versteckt ist. Und euer Rainbow Loom Kürbis ist fertig. Vielen Dank fürs Zusehen und ganz viel Spaß beim Nachmachen.